Wenn Sie dieses Trikot tragen wollen, brauchen Sie Mut, Durchsetzungsvermögen, Intelligenz oder 99,80 Mark. Deutschland war Weltmeister 1990, aber die Stadien in Deutschland waren ja leer. Es waren keine jungen Menschen im Stadion, keine Frauen. Ich erinnere mich noch, zu meiner Zeit haben wir im Olympiastadion vor 30.000 Zuschauern gespielt, wo 70.000 reinpassten. Am Trainingsgelände war ein Reporter aus der Stadt und der stand da gelangweilt mit seinem Blöckchen. Der FC Bayern, glaube ich, war wie immer der Vorreiter in dem, zu erkennen, was da für Möglichkeiten dahinter stecken. Uli Hoeneß war da jemand, der schon sehr vorausschauend immer sich mit dem Thema Vermarktung beschäftigt hat. Uli Hoeneß, ein Mann, der Fußball lebt. Ein Typ, der polarisiert. Das ist die größte Beleidigung und das ist die Sauerei. Am Ende ist entscheidend, wie der Erfolg dabei rauskommt. Uli hatte sein Leben lang Angst davor, dass jemand sich für den FC Bayern nicht interessiert. Es muss mehr geben als diese 90 Minuten auf dem Spielfeld. Wir müssen von Montag bis Freitag die Leute unterhalten, damit sie dann am Samstag wirklich ins Stadion gehen. Und wir haben versucht, dass die Scheinwerfer da sind, dass sie richtig eingestellt werden. Dann können wir schon ein bisschen Ballyhoo machen. Von Tag zu Tag wird der Trubel größer. Das war schon noch eine andere Zeit. Ja? Also bist du halt mit den Journalisten am Spielfeldrand konfrontiert worden. Ach, ihr nehmt euch, wen ihr braucht. Das war so ein geflügeltes Wort. Wie haben euch denn die Journalisten damals kontaktiert? Die hatten dann unsere Handynummer und haben uns angerufen. Ja, dann war die Entwicklung erstmal im Gange und dann war es ja auch schwer wieder aufzuhalten. Wenn die Bayern sich schinden, schauen täglich rund 5000 Fußballfans zu. Wir werden versuchen, diese Flut noch größer zu machen. Woran es auch immer liegen mag, fest steht, dass diese jungen Männer eine ungeheure Anziehungskraft entfalten. Du brauchst Gesichter, du brauchst Persönlichkeiten. Und Mehmet war dieses fröhliche, das sympathische Gesicht des FC Bayern München damals. Sämtliche Medien haben sich auf Bayern München gestürzt. Und wir waren eigentlich so ein Testlauf. Ein junger Mann, der nach oben kommen will, muss sich auch mit den Medien auseinandersetzen. Das ist ja auch für uns wichtig, für die Zuschauerzahlen. Keiner hat sowas jemals erlebt, keiner wusste, wo es hinführt. Und es ist mir aber alles gehörig um die Ohren geflogen. Beim Münchner Präsidium steht das Teenie-Idol der Bundesliga im Augenblick nicht so hoch im Kurs. Scholl soll im Skiurlaub des Rekordmeisters im angetrunkenen Zustand randaliert haben. Und plötzlich haben wir die Schattenseiten dessen, was wir kreiert haben, gesehen. Morgen Abend schlägt für Franz Beckenbauer die Stunde der Wahrheit. Er will und muss die Mannschaft im UEFA-Cup-Finale gegen Bordeaux zum Sieg führen. Bayern also hat die Möglichkeit, der Saison 95/96 doch noch den dicken Stempel erfolgreich aufzudrücken. Ich bin heiß auf dieses Spiel. Wir wollen diesen Cup nach München holen. Mehmet Scholl! Tor für die Bayern! Da hat er ihn in den Händen! Danach bei der Feier, als dann Franz Beckenbauer, typisch Franz, halt sagte, also nehmt den Pokal, feiert ein bisschen, ja, aber es ist ja eigentlich nicht den wir wollen. Es ist nicht das Beste vom Besten, sondern das, was knapp dahinter ist. Das ist nicht der Cup der Besten, also ist es der Cup der Verlierer. Ja, aber jetzt ich hab damit nichts zu tun. Aber letztendlich hat Franz schon recht, also du willst halt die Champions League gewinnen.
Trainingsauftakt hieß es heute beim FC Bayern München. Giovanni Trapattoni schwingt ab heute wieder das Zepter. Und dann waren sie sicher, okay, jetzt, wenn Trapattoni wiederkommt, mit dieser Mannschaft kann uns fast keiner schlagen. Es ist eine gewisse Gelassenheit da und die braucht man auch für die Runde. Im Sommer 96 war so unter den Fußballerexperten das Gefühl, Mehmet Scholl ist jetzt zu einem Klasse-Spieler gereift. Und jetzt ist es eigentlich doch nur zwangsläufig, wenn er der dominierende deutsche Fußballer der nächsten 5, 6 Jahre wird. Der Wechsel von Nationalspieler Mario Basler zu Bayern München ist perfekt. Ich bin nicht hier hingekommen, um jetzt 4 Jahre Zweiter zu werden, sondern ich möchte 4-mal hintereinander deutscher Meister werden. Der Meistertitel am Ende dieser Saison war das Mindeste, was sie gebraucht haben, um sich dann wieder für die Champions League zu qualifizieren. Wir werden alles daran setzen, mehr Ruhe in den Verein zu bringen. Einfach am Saisonende die Meisterschaft in der Hand zu halten. Es ist mir noch nie gelungen und für das bin ich auch bereit, einiges zu schlucken. Und bis jetzt habe ich einiges geschluckt. Das Wichtigste war für mich mit Jürgen, dass wir auf dem Platz funktioniert haben. Dann haben wir bei dem Potenzial, das wir dieses Jahr zusammen haben, alle Hoffnung, dass es eine gute Saison wird. Der Einzige, wo Bayern stoppen kann, das sind wir selbst. Herzog gegen Babbel. Und irgendwie schleicht sich Herzog da vorbei. Strunz. 11 Meter. Herzog gegen Kahn. Ja, genau der ihn im letzten Jahr wie einen Klammerbeutel geschüttelt hat. Herzog. Ja, sicher ist eine Riesenfreude für mich und auch ein bisschen eine Genugtuung. Herzog! Im letzten Jahr für die Bayern nur 2-mal getroffen. Jetzt Goalgetter des SV Werder. Labadia! Da fehlt einfach die Abstimmung. Es war eine peinliche Vorstellung und wir müssen uns bei allen Leuten entschuldigen, die das Spiel sehen mussten. Mehmet Scholl, endlich mal eine gute Szene. Mehmet Scholl noch längst nicht in der Form der letzten Saison. 95, 96 war sein Ding und dann brach es plötzlich weg. Abpfiff! Irgendwie war mir ein anderer Typ auf einmal. Hier wurde man jetzt mittlerweile deutlich aufmerksamer, weil da der Abfall auf einmal wirklich so eklatant war, weil sich das keiner so richtig erklären konnte. Zumindest nicht körperlich, nicht leistungsmäßig. Also bei Mehmet war, glaube ich, so, dass wenn das privat nicht okay war, dann konnte er auch nicht Fußball spielen. Im Prinzip bin ich auf der Straße groß geworden, habe mir mittags nach der Schule schnell was zu essen gemacht oder es wurde was gemacht und dann ging es mit Ball auf den Fußballplatz. Er ist der Sohn einer deutschen und eines türkischen Vaters und hat dann quasi den Namen seines Stiefvaters Scholl angenommen. Ich kam aus relativ bescheidenen Verhältnissen. Das heißt, wir hatten auch jetzt nicht wirklich Geld. Also wofür Geld immer da war, waren für Bälle, Trainingsklamotten und Fußballschuhe. Da war jetzt kein Geld für einen Stadionbesuch. Aber dadurch, dass ich so dünn war mit 8, 9 Jahren, konnte ich mich tatsächlich durch den Zaun quetschen, durch den Gitterzaun. Und stand dann auf einmal in der Kurve beim KSC-Wildparkstadion hinterm Tor. Und habe gedacht, ja. Flutlicht, ich glaube, es waren 12.000 Leute da. Boah, was muss das für ein Gefühl sein? Auch so einen tollen Rasen noch nie gesehen gehabt, diese Atmosphäre, das möchte ich irgendwann mal erleben. Mehmet Scholl für die KSC Amateure. Und Scholl markiert das 1:0. Köln gegen KSC. Und Scholl mit der 14 erzielte das 5:0. Erstes Bundesligaspiel und gleich ein Tor. Wissen Sie, wie lange Sie überhaupt gespielt haben? 9 Minuten, ja. Das erinnert mich an Michael Steinkopf.
Der hat nur 6 Minuten gespielt und hat dann sein erstes Bundesligator geschossen. Hoffen Sie auch auf so eine Karriere? Ja, klar. Mache ich auch. Ja? Ja. Der Weg des 20-jährigen Mehmet Scholl führt nach oben. Wieder mal ein ganz großer. Ich versuche, ihn ganz oben hinzubringen. Ich hoffe, dass er noch lange bei uns bleibt. Ich würde mich freuen, wenn er später mal den Adler auf der Brust hat. Mehmet Scholl bewies eindrucksvoll, warum er zurzeit das begehrteste Objekt auf dem Transfermarkt ist. Und dann ruft mich auf einmal mein damaliger Manager an. Ich habe hier einen neuen Spieler, Mehmet Scholl, Karlsruhe, und er weiß zurzeit nicht, was er tun soll. Könnte Mehmet Scholl mal mit dir telefonieren? Und Mehmet hat gleich gesagt, Herr Matthäus. Und dann sage ich, Mehmet, für dich bin ich der Lothar. Und dann hat er mir eben gesagt, was würdest du mir raten? Dann sage ich, Mehmet, hör zu, wenn du große Erfolge und ein großer Spieler werden willst, dann musst du zu Bayern München gehen. Und dann hat der Kaiser persönlich angerufen und da hat es mich natürlich umgehauen. Also die absolute Ikone. Und der ruft den kleinen Jungen aus Karlsruhe an. Was ist los, Junge? Magst du nicht entscheiden? Liegt's am Geld? Müssen wir noch was drauflegen? Und dann habe ich gesagt, nee, am Geld liegt's überhaupt nicht. Der hatte eine Freundin. Ihr habt euch kennengelernt, als ihr beide 19 wart, ist das richtig? Ja. Ich habe sie gesehen und ich habe mich da sehr, sehr schnell verliebt. Was Besseres als sie passt eigentlich gar nicht zu mir. Dann hat er zu seiner Freundin damals, als das Angebot von den Bayern kam, gesagt: Entweder wir gehen gemeinsam nach München oder wir bleiben hier. Da sind sie gemeinsam gegangen. Ich habe meine persönliche Entscheidung getroffen und ich bin der Meinung, dass ich nächstes Jahr beim FC Bayern München in einer sehr guten Mannschaft spiele. Der teuerste Spielertransfer innerhalb der Bundesliga ist perfekt. Mehmet Scholl wechselt für rund 6 Millionen Mark zu Bayern München. Wir hoffen, dass die Transfersumme, die wir jetzt für Scholl bezahlen, dass sich die auch rechnet. Was es wirklich heißt, Bayern-Spieler zu sein, das musste ich bitterböse auch zwischendrin lernen. Bayern München ist eine ganz andere Hausnummer, das ist eine ganz andere Kategorie als jeder andere Verein in Deutschland. Konkurrenzkampf und alle hatten brutale Fähigkeiten, die da in der Mannschaft waren. Spargeltarzan ist er für mich heute immer noch. Also er ist nicht für mich einer, der aussieht wie ein Fußballprofi. Von der Muskulatur her nicht, vom Körperbau her nicht, von gar nichts. Ich hatte kein gutes erstes halbes Jahr. War sehr, sehr schwierig für mich. Scholl spielt immerhin beim FC Bayern, dem deutschen Fußballverein schlechthin. Dafür kassiert er mehr als 1 Million Mark im Jahr. Ich habe angefangen zu zweifeln. Vielleicht war der Schritt doch zu groß zu Bayern. Der Weg, der schien mir so weit, dass ich den nicht schaffen könnte. Uli Hoeneß hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, komm, wir reden mal. Und Uli Hoeneß sagte zu mir, okay, du möchtest weg und wir möchten verlängern. Und dann war ich erst mal baff. Ja, wie verlängern? Ihr könnt doch nicht zufrieden sein. Sagte, nö, aber wir sind auch nicht unzufrieden. Und wir sehen in dir, an dir Dinge, die sind Bayern-like. Die könnten für alle Beteiligten von großem Nutzen sein. Ich denke, dass das auch ein gutes Vorgehen ist von Uli Hoeneß, zu sagen, ich setze mir meine Mannschaft zusammen aus verschiedenen Typen. Mehmet war diese neue Generation, die die Jugend angesprochen hat. Bei Sepp Maier und bei Ente Lippens, da haben die Rentner am Trainingsplatz haben gejubelt und haben gelacht. Aber Mehmet war genau diese Zielgruppe 15, 16, 18, 20-jährig. Thema Mehmet Scholl. Wäre das überhaupt ein Thema für diesen Jungs da gleich wieder abzugeben oder sagen Sie, der muss sich erst mal durchbeißen bei uns, dann wird es auch einer? Nein, ganz im Gegenteil. Die Zukunft des FC Bayern heißt Mehmet Scholl. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn jemand weiß, wie Erfolg geht, dann Uli Hoeneß und die Bayern. Also wie soll man sagen, ich habe mein Hirn abgegeben und habe das Arbeiten angefangen. Scholl! Über die Mauer hinweg. Und dann hat es funktioniert. Scholl! Scholli war einfach Weltklasse. Immer noch so! Er war sehr kreativ, sehr fantasievoll
Das war ein Spieler, der Deutschland selten in seiner Geschichte hatte. Michael Scholl, ein Traumtor. Wenn er gut drauf ist, ist er der Spieler, der innerhalb von einer Zehntelsekunde ein Spiel entscheiden kann. Drinnen. Das war Mehmet dann, ne? Also sportliche Boyband. Irrsinniges Kreischen und verzückte Blicke. Von den Beatles bis zu Take That kennt man das Phänomen. Nun aber scheint das Teenie-Fieber endgültig auch den FC Bayern erreicht zu haben. Er war total beliebt. Er hat jedes Jahr diesen, wie hieß das, Bravo Oscar, ne? Oder den goldenen Otto? Ja, den hat er immer gehabt. Und wir haben ihn schon damit aufgezogen irgendwann. Ja. Er war sehr unterhaltsam, sehr lustig. Mehmet war eine Bereicherung jedenfalls in der Kabine. Das ist eine Nudel. Mehmet hat eine Fähigkeit, die kaum einer nach ihm hatte. Ja, Herr Kahn, herzlich willkommen in der Mehmet Scholl Show. Er hat eine Spontanität. Oliver Kreuzer, ja, gibt's denn so viel Elend? Ein absoluter Entertainer. Er war immer bereit, den nächsten Spruch rauszuhauen. Ich bin mit Sicherheit auch vorlaut. Er gab freche Interviews, er hat anders formuliert. Ich möchte meine Mutter grüßen. Hey guys, I like Mehmet. You know Mehmet Scholl? He's the greatest player who ever lived. Buchstabe A ist wichtig hier, der Feierknopf, und damit kann es dann losgehen. Auf einmal waren immer mehr Mädels auch im Block gestanden. Wie lange steht ihr schon hier? 2 Stunden. Und wofür? Für Scholl. Mehmet Scholl schaut super aus und spielt auch gut. Ich finde ihn einfach nur goldig. Ah, er ist ein guter Typ. Er sieht gut aus. Er ist so süß. Hat so einen süßen Arsch. Bei der Autogrammstunde bist du bestürmt worden und die Mädchen haben hinterher gesagt, ja, der gefällt uns schon sehr. Ja gut, okay, das ist jetzt eher ein Problem für meine Frau als für mich. Aber ich sag, ich bin glücklich verheiratet und ich schaue mich auch nicht um. Ich schau meine Frau an und das reicht. Mehmet Scholl, der hatte als ganz junger Mann der ganz romantische Vorstellungen von seinem Leben. Frau, Kind, Haus, Garten, vielleicht noch ein Hund. Wir haben 100 Quadratmeter Garten und 100 Quadratmeter Wohnfläche. Zu dritt. Zu dritt bald. Der Hund noch. Ach so, genau. Und bald zu viert. Bald zu viert. Er war UEFA-Cup-Sieger, Europameister und kurz drauf sein erstes Kind. Also schöner geht's ja gar nicht. Erfolgreicher geht's nicht mehr. Emotionaler geht's nicht mehr. Und danach folgte ein Katastrophenjahr. Scheidung. Die Ehe von Bayern-Star Mehmet Scholl ist zerbrochen. das kann einen Menschen aus der Bahn werfen. Mehmet hat es vermutlich genau deshalb aus der Bahn geworfen. Für die Boulevardmedien war das natürlich das gefundene Fressen und alle wollten darüber berichten. Grüß Gott. Das ist eine super Geschichte. Reichtum schützt nicht vor Traurigkeit. Der Aufstieg und Fall eines Helden. Es gibt nichts Spannenderes für die Leute. Das ist ja das alte Spiel der Boulevardpresse. Build him up, knock him down. Also mach ihn groß, um ihn danach wieder klein zu machen. Die beiden hatten erst vor 3 Jahren geheiratet. Die Eheprobleme sind vermutlich auch der Grund für die schwachen Leistungen des Nationalspielers in den vergangenen Wochen. Überraschend das Aus für Mehmet Scholl, eine Sprunggelenksverletzung. Es waren Verletzungen, es waren private Turbulenzen. Und dann war er auch in München unterwegs. Nie im Rudel. Ich hatte eine Stammkneipe da in Schwabing. Ich habe ihn gar nicht erkannt zuerst. So, ein Hoodie auf, kam rein und auch einen Schal noch mal 3-mal rumgewickelt. Und da war er nur auf der Suche. Das war nicht so, dass er da angetrunken war. Er war einfach in einem Unruhezustand.
Wir haben Bundesliga gespielt, wir haben Pokal gespielt, wir haben Europapokal gespielt. Und deshalb war die Idee von Uli Hoeneß, dann machen wir ein Wochenende, wo wir zum Skifahren nach Zürs gehen. Teambonding, wie man heute sagt. Dass man näher zusammenrückt. Hat den Sinn wahrscheinlich nicht immer erfüllt. Ja, und dann kam dieser Vorfall im Winter. Scholl soll im Skiurlaub des Rekordmeisters im angetrunkenen Zustand randaliert haben. Tatort Zürs in Österreich. In einer Diskothek soll er angeblich angetrunken auf Mitspieler losgegangen sein. Wenn das Rockstars gemacht haben, dann gehörte das zum Business as usual. Das Drama ist halt dann, ist doch völlig klar, wenn es rauskommt. Wer es der Bild-Zeitung gesteckt hat, keine Ahnung. Also Mehmet Scholl randaliert im Mannschaftshotel. Mehr brauche ich ja gar nicht zu wissen, als dass das Schlagzeile ist. So, und dann will ich natürlich alle Details haben. Wie hat es angefangen, wen hat er verhauen, ja? War Alkohol im Spiel? Die Bildjungs sind natürlich Profis. Die wussten, die Bayern fahren nach Zürs. Ich würde nicht ausschließen, dass der eine oder andere Skifahrer nicht irgendwo ein Reporter des Hauses war. Der Bildreporter wusste alles, was bei einem Verein passiert. Und der braucht gar nicht getarnt als Skifahrer irgendwo auf der Lauer gelegen zu haben. Der hat natürlich jeden Tag mit 5 oder 6 verschiedenen Spielern telefoniert. Also die Frage stellt sich für mich gar nicht. Das habe ich auch nicht anders erwartet von einem guten Bildreporter. Heute denken wir in den sozialen Medien, das ist alles ganz schlimm, wie die Leute niedergemacht werden. Diese Funktion haben damals auch die Medien, die Boulevardmedien, übernommen. Das war natürlich dann auch die andere Seite. Wenn du dich dem Boulevard so einigermaßen geöffnet hast und warst auf einmal Popstar des Fußballs, dann gerade die Bild-Zeitung und viele andere haben da noch mal genau hingeguckt. Die Bild-Zeitung hat schon die einschlägigen Kneipen gekannt und die Wirte auch. Und dann hatte man angerufen, war da gestern der Mehmet Scholl da. Also das passierte natürlich schon. Wenn der irgendwo auftaucht, sind natürlich die Fotografen nicht weit. Dann hat auch mal vielleicht der Barbesitzer selber bei der Bild angerufen. Plötzlich haben wir die Schattenseiten dessen, was wir kreiert haben, gesehen. Dass die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit so groß war und dann natürlich auch Dinge aufs Parkett kamen, wo man gesagt haben, das geht die Menschen draußen eigentlich nichts an. Aus dem Capitol in Köln, die Harald Schmidt-Show. Auch in diesem Jahr, meine Damen und Herren, was wären wir ohne tägliche Neuigkeiten von Deutschlands sympathischsten Sportverein? Hier sind unsere FC Bayern News. Wenn man das Scheinwerferlicht anschaltet, kann man es nicht einfach wieder ausschalten. Mehmet Scholl, meine Damen und Herren, in unserem super-Lieblingsmagazin Bunte. Wie brüchig sind Männerherzen? Das ist das Ehebarometer Scholl. Ich denke, dass die Grenzen in den 90er Jahren eigentlich erst mal so richtig ausgelotet wurden. Ich glaube, die hatten gar keine Grenzen mehr Mitte der 90er Jahre. Also die waren berauscht von ihrer Macht mit der großen Auflage und das war eine Art Normalzustand. Aber noch befremdlicher finde ich eigentlich, dass wir das damals alles normal fanden. Zum guten Boulevardjournalismus gehört auch natürlich dazu, wenn sie eine große Geschichte haben, so lange wie möglich von der zu zehren. Sagen Sie mal was zu Mehmet Scholl. Er selbst sagt ja nichts, deshalb müssen wir über ihn reden. Was daraus gemacht wurde, jeder hat zeitweise Jagd auf den Mehmet gemacht. Von den Medien, von den Presseleuten. Egal was er gemacht hatte, wurde aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Da hat er eigentlich seine Unschuld verloren als dieser lustige Typ, der mal einen flotten Spruch rauslässt und so. Und das war so der Punkt, wo er gesagt hat, er zieht sich zurück. Dann hat er halt irgendwann nicht mehr so viel gesagt und irgendwann gar nichts mehr. Es war eine Saison, wo wir zwar Herbstmeister waren, aber trotzdem irgendwie eine Unzufriedenheit insgesamt da war. Man hatte nicht das Gefühl,
dass wir da schon so weit sind, dass wir als Mannschaft die richtigen Schlüsse aus der Saison davor gezogen hätten. Die Pause hat sicherlich gut getan, jetzt mal ein bisschen Abstand zu bekommen. Und mein großer Wunsch ist einfach, Deutscher Meister zu werden im FC Bayern. Wenn es geht, sogar Pokalsieger noch dazu. Ich hoffe, im Sommer stehe ich mit 2 Titeln da. Und das ist alles, was im Prinzip zählt. Mit der Niederlage gegen Karlsruhe war der erste Titel futsch. Abgefieselt. Leverkusen zermürbt den FC Bayern. Wir waren wie von Sinnen, die ganze Tage sind wir auf dem Platz rumgelaufen. Na, also wenn man so schlecht spielt, dann braucht man keine Kopfdusche mehr. Im Pokal sind sie draußen. Kann der FC Bayern momentan vielleicht die Big Points einfach nicht machen? Ja, sieht so aus und... Warum? Warum? Was ist Ihr... Warum? Warum? Was denken Sie? Warum? Bayern-Schlagzeilen sind für die Zeitung natürlich hervorragend. Das war für uns ein ganz entscheidender wirtschaftlicher Faktor. Jeder Misserfolg war auch immer sofort eine riesengroße Krise. Bei ganz Deutschland diskutierte, was ist mit denen los, wieso gewinnen die nicht mehr. Entweder Bayern wird geliebt oder gehasst. Aber alle interessieren sich für den FC Bayern. Der Druck von außen kam auch natürlich durch die Medien, die das dann immer wieder geschürt haben. Und sie haben natürlich der Journalie auch einfach ein großes Entgegenkommen gezeigt. Wenn du jeden Tag am Trainingsplatz stehen kannst, dann haben die halt jeden Tag auch eine gewisse Story. Wenn du in München einen Pups lässt als Spieler, steht es in der Zeitung. Wenn bei uns Rizzitelli und Matthäus miteinander streiten, dann ist das wie der Dritte Weltkrieg dargestellt worden. Irgendwer hat den Begriff des FC Hollywood gebracht. Es war eine Themenkonferenz, in der die bunte Redaktion zusammensaß. Und da kam einer auf die Idee, das ist doch bei denen wie Hollywood mit den Skandalen. Ja, FC Hollywood. Und so wurde das geboren. Ein unendlicher Kinofilm, wo jeden Tag eine neue Geschichte auftauchte. Und es war sehr schwer für den FC Bayern, den Geist, der aus der Flasche kam, dann wieder irgendwie zurückzudrücken. Natürlich nervt's. Ja. Es hat riesig genervt. Das ist alles ungefiltert rausgekommen. Ja. Teilweise nicht nur auf dem Platz, sondern man ist auch so ein bisschen verfolgt worden in der Stadt. Wo geht man essen, wo treibt man sich rum, mit wem isst man? Für die Journalisten war das natürlich ein Schlaraffenland in der Zeit. Die haben wahrscheinlich jeden Tag eine Kerze angezündet, dass das so bleibt. Es kann nicht sein, dass ein Spieler in der Öffentlichkeit den Trainer kritisiert. Intern kann man über alles reden, nur wie gesagt, in der Presse braucht man über sowas nicht zu reden. 16.000 Mark bereit, die ich bezahlen muss wegen euch. Viele machen den Fehler, dass sie dann die Schuld den Medien geben, aber wir geben den Medien auch immer die Gelegenheit dazu. Der FC Hollywood haut die Schlagzeilen wirklich nur so raus. Beckenbauer hat seine gute Kinderstube vergessen. Matthäus droht mit Rücktritt, weil interner ausgeplaudert wurde. Zurückgetreten ist dann ein anderer. Irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass ich da reinpasse in dieses FC Hollywood. Woran lag das? Na gut. Klinsmann! Michael Schulz, Kopfballsieger gegen Klinsmann. Zum 5. Mal wurde er in dieser Saison bereits ausgewechselt. Ich habe gehofft, hier vielleicht das ein oder andere Tor zu machen. Bittere Stunde? Ja, schon ein bisschen, ja. Irgendwie war es nie so richtig mein Ding. Es ist sicherlich so, dass bewusst einiges gesteuert wird gegen mich. Und da ist so der Hauptauslösepunkt, denke ich mal, die Bild-Zeitung. Aber auch vom Nobelverein fühlt sich Jürgen Klinsmann provoziert. Dinge aus meinem Arbeitsvertrag wurden an die Öffentlichkeit gegeben. Die Diskussionen, die permanent da waren, die auch medial immer begleitet wurden, gab einfach das Gefühl an Stress. Aber so kam es dann zu der Bauchentscheidung, nach 2 Jahren zu sagen, liebe Leute, war alles recht und gut, aber irgendwie es passt doch nicht so richtig, es ist besser, wenn ich wieder gehe. Schönen guten Morgen, haben Sie kurz Zeit?
Der Manager akzeptierte Klinsmanns Entscheidung, aber kritisierte die Medien wie immer. Das Ballyhoo, das hier ständig stattfindet, ist sicherlich nicht Jürgens Sache. Das ist, glaube ich, das, was man den Spielern auch empfehlen muss, dass wir uns viel mehr entfernen müssen von diesem ganzen Medienschmarrn. Was ist wichtiger, der FC Hollywood mit Rekordumsätzen, auch an der Nachrichtenbörse, oder der fußballspielende Fußballclub Bayern München? Vielleicht hat der Uli auch gemerkt, dass es dem sportlichen Erfolg schadet, wenn man da zu viel Angriffsfläche gibt, wenn man da zu öffentlich ist, wenn man zu viel Preis gibt. Es war einfach nicht mehr möglich, dass wir geordnet unserem Job, der heißt nämlich Fußball, nachgehen. Und da haben sie dann die richtigen Schlüsse draus gezogen. Der Medienclub schlechthin machte die Pforten teilweise dicht. Und dann hat Hönes gesagt, es wird jetzt alles professioneller bei uns, wir machen die Türen zu. Kleine Absperrgitter zwischen Spielern und Fans hat es hier zwar schon länger gegeben, neu aber ist, dass selbst die Medienvertreter nicht mehr so leicht rankommen an die Profis. Wir werden sicherlich etwas Ähnliches wie englische Verhältnisse kreieren, dass wir sehr wahrscheinlich das Gelände für viele Tage in der Woche ganz schließen werden, auch für die Medien. Selbstschutz vor Journalisten und Fans bei nicht öffentlichem Training. Seit wann ist das denn hier, fragte nicht nur dieser frustrierte Kameramann. Alle rannten sie nur noch vorbei, nicht nur die, die guten Grund dafür hatten. Plötzlich konnte man nicht mehr mit den Spielern reden. Wir konnten unserer Arbeit sozusagen nicht mehr nachgehen. Das war plötzlich wie abgeschnitten. Und deshalb können wir uns auf Mehmet Scholl konzentrieren. Man hört überhaupt nichts von Mehmet Scholl. Uli Hoeneß hat ihn angerufen und hat gesagt, hey Mehmet, so geht's nicht weiter. Und natürlich hat er gewusst, auf der einen Seite, das ist derjenige, von dem man die meisten Trikots verkaufen. Nur wenn der jetzt 6 Monate oder 12 Monate keinen guten Fußball spielt, dann bringt mir das auch nichts. Ja, das war kein Dialog, es war ein reiner Monolog, den Uli Hoeneß mir gehalten hat über meine Situation, über mein Leben und wie es jetzt weitergehen muss. Vielleicht war es auch wirklich tatsächlich so ein bisschen dieses Erzieherische, was Mehmet Scholl wahrscheinlich in der Situation absolut gebraucht hat. Der Uli Hoeneß ist ja so ein bisschen so der Mentor von Mehmet Scholl, der ihn aufbauen wollte. Er hat den Mehmet Scholl bei sich zu Hause aufgenommen. Ich glaube, Mehmet Scholl hat sogar bei Uli Hoeneß übernachtet zu Hause. Bei sich wohnen lassen. Über Wochen. Und dann zog Mehmet Scholl wirklich zu Uli Hoeneß. Das Angebot gemacht, bei ihm in Ottobrunn zu schlafen. Stimmt, aber habe ich nie angewendet. Warum nicht? Warum hätte ich denn machen sollen? Wir sind ja nicht... Wir sind ja schon ein paar Jahre dann volljährig gewesen. Also ganz so ist es nicht. Aber ich bin ja generell grundsätzlich kein Opfer im Leben. Und das würde ja bedeuten, man ist Opfer der Geister, die man rief. Wie gesagt, die Geister waren da. Und ich musste damit leben. Es ist bloß langweilig, sich jedes Mal dazu zu äußern, wie es einem geht. Mir geht's ganz gut. Es war alles ein bisschen viel für den kleinen Mehmet. Und da musste sich erst mal schütteln. Oder er wurde auch geschüttelt. Und dann ging es wieder weiter. Mehmet Scholl kam ins Spiel. Das Signal für eine Bayern-Offensive. Die Bayern jetzt wesentlich stärker als vor der Pause die Aktionen bekamen sind. Mehmet Scholl versucht es alleine. Sucht eine Anspielstation gegen Stevic. Da findet er keinen. Schaut noch einmal. Schießt und trifft. Das gibt's doch gar nicht. Scholls erster Treffer seit über 6 Monaten. Das Comeback des Tages. Da kommt man raus mit viel Fokussierung auf das, was einem Freude macht, was einen erfüllt. Und da halt die ganze Energie reinstopfen. Und es war eine Menge Energie, die ich da aufwenden musste, um wieder von allen für die fußballerische Leistung respektiert zu werden. Und das war nicht ganz einfach. Angeschnitten. Christian Ziege. Jürgen Klinsmann gegen Hofsteiger. Scholl. Und das 0:3. Ich habe lange einen so starken FC Bayern nicht mehr gesehen. Und jetzt kann man auf die Zielgerade reisen zur deutschen Meisterschaft. Vielleicht ein Meilenstein für die Bayern, denn Erfolg schweißt bekanntlich zusammen.
sie haben das Ziel erreicht. Was hinter der Kulissen geschehen ist, am Ende zählt gewonnen oder nicht gewonnen. Wir sind ja am Ende sogar deutscher Meister geworden, trotz dieser ganzen Querelen. Was wäre möglich gewesen, wenn wir diese Querelen nicht gehabt hätten? Uli Hoeneß hat auch gesagt, FC Schwarzhaft gibt's nicht mehr, Hollywood gibt's nicht mehr. Jetzt geht's nur noch um Fußball. Wer weiß schon, was bei uns hinter den Kulissen passiert? Wer kennt das Leben hinter den Schlagzeilen? Keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Deshalb habe ich mir über die ganze Saison Notizen gemacht und ein Tagebuch geschrieben. Nee, war eine Katastrophe natürlich. Das ist ja ein No-Go. Ich weiß nicht, kranken Menschen sollte man helfen. Krank bin ich erstens mal nicht, ich bin kerngesund. Mein Tagebuch kennt die ganze Wahrheit. Nach diesem Buch konntest du kein Vertrauen mehr haben.